Pangolin ist mehr als nur ein Reverse Proxy. Vor einiger Zeit habe ich bereits ein Video erstellt, wie man Pangolin installieren kann. In diesem Video schauen wir uns noch einmal an, wie man Pangolin am schnellsten installiert, nachdem er aus der Beta-Phase herausgekommen ist. Was ihr benötigt, ist ein Server, der öffentlich erreichbar ist und auf dem Docker installiert ist. Ich habe jetzt hier einen Server und auf diesem Server habe ich Docker installiert. Das heißt, ich habe Docker in der Version 28.3.3. Was man auch haben sollte, ist eine Domain, die auf den Server zeigt. Ich nutze jetzt in diesem Video die Domain pangolin.pixam.de und wie man sieht, hier diese IP-Adresse zeigt auf den Server, mit dem ich mich gerade über VS Code verbunden habe. Was ich auch noch habe, ist die Domain bookstack.pixam.de, die auf den gleichen Server zeigt. Damit können wir dann testen, ob wir Bookstack, das lokal installiert ist, dazu könnt ihr euch mein anderes Video angucken, wie wir das mit Pangolin verbinden. Ich öffne meinen Browser und ich gehe zu docs.dickpangolin.com. In der Dokumentation kann ich mir angucken, wie man das Ganze installieren kann. Und zwar steht hier Self-Host Pangolin und hier der Installationsprozess ist am schnellsten erledigt mit einem Skript. Das heißt, ich kopiere mir hier diesen Befehl und führe ihn hier aus. Und jetzt ist der Installer heruntergeladen und der liegt jetzt hier. Das heißt, was ich jetzt mache, ist hier auszuführen sudo /installer und hier kann ich auswählen, ob ich Docker oder Podman Container haben möchte. Ich will jetzt aus Docker, das heißt, ich kann einfach Enter drücken und meine Base Domain ist pixam.de und mein Dashboard soll erreichbar sein unter pangolin.pixam.de. Und jetzt kann ich eine E-Mail für Let's Encrypt Zertifikate eingeben. Und hier wird gefragt, ob ich Gerbil nutzen möchte. Gerbil brauche ich, falls ich ein Gerät zu Hause zum Beispiel habe. Und mit Gerbil kann ich mein Gerät zu Hause mit Pangolin auf meinem VPS tunneln und hätte dann eine sichere Verbindung zu meinen Geräten zu Hause. Das könnt ihr euch auch in meinem anderen Video zu Pangolin angucken. Ich drücke hier auch Yes. Und hier könnte ich eine E-Mail-Konfiguration eingeben. Das lasse ich jetzt einmal sein. Und hier wird gesagt, die Installation wird gestartet und das bestätige ich. Jetzt wird das Image von Pangolin heruntergeladen und das Image von Gerbil und das Image von Traffic, weil hinter Pangolin ist als Reverse Proxy Traffic im Einsatz. Dieser Vorgang kann jetzt ein bisschen dauern. In der Anleitung steht auch, dass es 2 bis 3 Minuten dauern kann. Jetzt werde ich gefragt, ob ich CrowdSec installieren möchte und hier sage ich ja, im Gegensatz zum Standard, der Nein ist. Und hier bestätige ich das Ganze nochmal mit Yes. Jetzt wurde die Installation ausgeführt. Jetzt soll ich hier diese Seite besuchen. Ich kopiere mir die URL und besuche die Seite. Und jetzt habe ich hier einen initialen Server-Setup. Meine E-Mail gebe ich nochmal ein und ich brauche ein Passwort und ich brauche das Passwort nochmal. Jetzt kann ich mich hier anmelden mit meiner E-Mail und meinem Passwort. Jetzt kann ich hier eine Organisationsnamen eingeben und eine Organisations-ID. Dann kriege ich auch ein Subnet. Meine Organisation heißt jetzt Deployen und ich kreiere die Organisation Deployen. Ich kann hier eine Seite erstellen mit Newt und dann einen Tunnel hinzufügen. Das habe ich in meinem letzten Tutorial gemacht. Also das könnte man hier genauso machen, dass man sagt, hier gibt es die Seite zu Hause und dann habe ich zu Hause ein Gerät, auf dem installiere ich Newt über Docker und kann dann mich mit Pangolin auf meinem VPS verbinden und hätte dann eine Verbindung zu mir nach Hause. Ja, jetzt habe ich das erstellt und jetzt habe ich hier als Site Home. Aber Home ist momentan offline, weil ich habe Newt nicht zu Hause installiert. Jetzt kann ich noch eine weitere Seite hinzufügen und kann jetzt hier zum Beispiel eine lokale Ressource benutzen. Diese Seite nenne ich Local. Das ist jetzt auch gespeichert. Und jetzt habe ich hier 2 Seiten, Home und Local. Jetzt kann ich bei Pangolin Ressourcen hinzufügen. Ich drücke auf Ressourcen, drücke auf Add Resource und jetzt kann ich hier auswählen,
ob sich mein Ziel in meinem Home befindet oder halt lokal oder halt auch nochmal irgendwo anders. Also man kann ja hier noch mehr erstellen. Ich nutze jetzt hier Local und das Ganze nenne ich jetzt hier in diesem Fall Bookstack. Und ich gebe hier eine Domain ein, die nenne ich bookstack.pixan.de und ich wähle sie aus und drücke auf Create Resource. Und jetzt kann ich hier eingeben, was für ein Target das Ganze hat. Ich möchte mich mit dem Host Bookstack verbinden und dem Port 80. Und ich drücke mal auf Add Target, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das erreichen werde, weil sich die beiden nicht im gleichen Netzwerk befinden. Also wenn ich hier gucke, Bookstack befindet sich im Netzwerk internal. Ich gebe mal hier ein sudo docker networks ls, network ls, dann sehe ich, ich habe hier das Netzwerk Pangolin. Das heißt, was ich jetzt mal hier versuche, ist hier das Netzwerk Pangolin hinzuzufügen. Ich speichere das mal ab und gebe hier als Netzwerk jetzt Pangolin external true ein. Jetzt muss ich diesen Container nochmal neu starten. Das heißt, ich bewege mich in den Ordner Bookstack und gebe ein sudo docker compose down und dann sudo docker compose up-d. Jetzt sind die Container gestartet. Jetzt lade ich die Seite nochmal neu. Und es scheint nicht zu klappen. Jetzt habe ich über bookstack.pixan.de meine Seite erreicht, bei der ich mich wieder normal anmelden kann. Das heißt, ich konnte jetzt Bookstack erreichen, ohne dass ich einen Port öffnen musste. Was jedenfalls passieren kann, ist, wenn man CrowdSec mit installiert hat, ist, dass CrowdSec einen aussperrt. Das war bei mir schon einmal der Fall. Ich habe das Skript jetzt nochmal ausgeführt. Anscheinend lief irgendwas falsch bei der Installation von CrowdSec. Jetzt wird nochmal der Container CrowdSec mitgestartet und ich kann die Seite immer noch aufrufen. Was ich jetzt eingeben kann, ist sudo docker ps und ich sehe jetzt hier, dass ich den Container CrowdSec mit dabei habe. Und jetzt kann ich eingeben sudo docker exec CrowdSec und jetzt kann ich sowas eingeben wie cs CLI Decisions und ich kann jetzt hier sehen, was für Möglichkeiten ich habe, zum Beispiel Decisions List. Und dann sehe ich, es gibt momentan keine aktiven Decisions. Das heißt, es ist keiner gesperrt oder sowas, keine IP-Adresse ist gesperrt. Was ich halt machen kann, ist hier einzugeben CrowdSec CSCLI Decisions add --type whitelist -IP und dann meine eigene IP-Adresse, also sagen wir, sie ist 1.2.3.4.5.6.123 und dann kann ich hier noch eingeben reason, das bin ich selbst. Das hat nicht geklappt und zwar, weil ich bei IP nur ein Minus gesetzt habe statt zwei Minus, also Minus IP, dann die IP-Adresse. Und jetzt steht da Decision successfully added. Das heißt, wenn ich mir jetzt angucke unter sudo docker exec CrowdSec CSCLI Decisions List, dann sehe ich, dass hier die IP-Adresse 123.456.123 gewhitelistet ist. Das heißt, diese wird nicht gesperrt und andere könnten halt gesperrt werden, wenn sie sich auffällig verhalten. Dann wird man sich nicht mehr anmelden können. Ich glaube, das war es auch schon. Also ich habe nochmal gezeigt, wie man Pangolin einfach installieren kann. Die Verbindung zu Home zeige ich bereits in meinem anderen Video. Also falls euch das interessiert, guckt euch mal ein anderes Video zu Pangolin an. Und heute haben wir uns nochmal extra angeguckt, wie ich lokale Verbindungen aufbauen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier bei mir die Ressource Bookstack erstellt und beides läuft auf einem Server und trotzdem kann ich Pangolin
auch als ganz normalen Reverse Proxy benutzen und brauchen nicht extra 2 Reverse Proxies. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Reverse Proxy ihr gerne nutzt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.